Mein Name ist Ursula Kerkmann. Ich bin Diplom-Musikpädagogin und ich habe in Köln allgemeine Musikpädagogik und Instrumentalpädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Gesang und auch damals schon den Schwerpunkt auf die Entwicklung und die Förderung der Kinderstimme gelegt. Ich arbeite in Köln für die Rheinische Musikschule und da besonders für die Musikschule Köln-Porz. Die Musikschule hat Kooperationspartner in Grundschulen und Kitas und das ist meine Schwerpunktarbeit. Ich unterrichte in 2 Kitas und mache dort elementare Musikerziehung, hauptsächlich aber auch mit dem Schwerpunkt Sprachförderung. Und ich bin in einer Grundschule in Köln-Porz-Mitte. Das ist ein Stadtteil mit sozial und sozioökonomisch benachteiligten Familien. Und da soll die Förderung besonders dort beginnen, wo Kinder vielleicht nicht automatisch in die Musikschule geschickt werden. Das ist ein Projekt, das ist vor 12 Jahren gestartet und die Kinder sollten über das Singen erstmal allgemein an die Musik herangeführt werden. Dass dies auch der Sprachförderung dient, war eher ein Zufallsprodukt. Das war damals nicht Ziel des Unterrichts. Ziel war eigentlich nur Singen und Musikalität fördern. Aber nach einiger Zeit des Unterrichts stellte sich heraus, die Kinder konnten völlig komplexe Texte auf einmal behalten. Die Kinder hatten eine viel deutlichere Aussprache. Sie kamen mit einem Vokabular zurecht, das ihnen vorher eher fremd war. Und da wurde klar, dass Singen viel mehr bewegen kann und noch mehr bedeuten kann, als in Anführungsstrichen nur Musik machen. Und so entstand damals die Idee schon, Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht wenig Deutsch sprechen zu Hause, gezielt durch das Singen in der Sprachentwicklung zu fördern. Das geschah zunächst in Kleingruppen und dafür habe ich ein bestimmtes Konzept entwickelt. Es mussten gezielt Lieder ausgesucht werden, die sich dafür eignen. Und so wurden diese Kinder einige Zeit über das Singen gefördert, bis 2015 in der Flüchtlingswelle in den Schulen oder in vielen Schulen sogenannte Vorbereitungsklassen eingerichtet wurden, so auch an unserer Schule. Und da kam es dann dazu, dass diese Kinder durch mich zusätzlich zum Deutschunterricht, Deutsch als Zweitsprache, durch mich zweimal in der Woche in Singstunden auch sprachlich gefördert wurden. Und daraus musste aber wieder ein neues Konzept entwickelt werden, da das nochmal ein anderes Angebot sein musste. Und dieses Konzept wurde unter Kolleginnen und Kollegen immer beliebter, weil die Problematik ja an vielen Schulen bestand. Und so entstand beim Landesmusikrat irgendwann die Idee, das Ganze als Konzept aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Allerdings stellte sich dann schnell heraus, die Schwierigkeit ist, die Lieder, die dort verwendet werden, die existieren ganz normal auf dem Liedermarkt. Die habe ich nicht extra neu erfunden und somit gibt es an diesen Liedern Urheberrechte und das heißt, man konnte das nicht einfach nur veröffentlichen. Da kam dann der Helbling Verlag ins Spiel und hat uns geholfen, bei den Autoren die Rechte zu erlangen und hat natürlich dann auch Unterstützung geleistet bei der Aufmachung des Buches und dem Lektorat. Und in Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat und der Unterstützung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft von Nordrhein-Westfalen entstand dann am Ende das Buch Lieder zum Ankommen.